Vom 1. Dezember bis 12. Dezember gibt es auf dem RF4 Discord jeden Tag etwas zu gewinnen. Ja, täglich in der Zeit von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gibt es auf dem RF4 Discord neue Aufgaben, die man abschließen kann und dann auch noch was gewinnen kann. Die Aufgaben gehen über alle Gewässer. Das heißt, jeder kann mitmachen in jedem Levelbereich. Sei also direkt mit dabei, denn am 1. Dezember geht's sofort los. Und ich zeige dir hier jeden Tag um 10 Uhr, welche Aufgabe es heute gibt. Der Link zum RF4 Discord befindet sich direkt unter dem Video. Genauso wie auch der Link zum Feierabend Discord. Hier könnt ihr euch hervorragend miteinander austauschen und euch über Spots informieren. Wir starten heute am Moskitosee mit der ersten Aufgabe vom RF4 Discord Event. Also legen wir los. Wir sind am Moskitosee und die Aufgabe lautet: Fange am Moskitosee einen Giebel mit einer Stipprute, der möglichst nah an einem Gewicht von 2,25 Kilo liegt. Das ist nicht so easy. Ich habe hier gerade schon ein wenig mit den Grundrouten rumprobiert, um Köder herauszukriegen. Das ist natürlich wichtig. Wenn wir dann wissen, welche Köder funktionieren, können wir dann immer noch umswitchen auf Pose. Und das mache ich jetzt schon mal. So sieht mein Setup aus. Ich habe hier eine Stippe und zwar hier die Express Fishing Starling Stick mit einer Gesamttragkraft von 6 Kilo. Macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Bei einem 2 Kilo Fisch ist das schon wahrscheinlich so ein bisschen der Grenzbereich. Also weiter drunter würde ich, glaube ich, nicht gehen. Ich habe jetzt hier eine Schnur drauf von 5,5 Kilo, eine Monoschnur natürlich, damit man eben auch mit der Monoschnur nochmal so einen schönen Gummieffekt hat und den Fisch ein bisschen müde macht. 1er Haken auf jeden Fall, weil wir ja hier einen richtig dicken, fetten Giebel fangen müssen. Und 2,25 Kilo, das wird auf jeden Fall eine Challenge. Also 1er Haken und ich würde sagen, wir gucken nochmal eben rein, was denn so die Giebel bisher gefressen haben. Wir haben hier Knoblauchteig, das hat funktioniert. Weißbrot, absoluter Klassiker. Quarkteig hat auch funktioniert. Und das war's. Dann haben wir hier nur Karauschen. Also Knoblauch, Weißbrot und Quark. Und ich sag mal, ganz basic funktioniert eigentlich das Weißbrot eigentlich auch immer wieder ganz gut. Also locker ausgeworfen. Im Idealfall bist du hier natürlich mit 3 Posen gleichzeitig unterwegs und versuchst dann damit die Aufgabe zu erledigen. Und da geht es auch schon los. Es zuppelt los. Ja, das hier vorne ist natürlich eine Stelle, die schon recht bekannt ist. Also hier kann man natürlich immer wieder ganz gut versuchen, auch auf Giebel und Karauschen zu gehen. Ich würde allerdings auch in die Spots reingucken im Discord. Zum Beispiel auch im Spot-Archiv. Findest du auch im Feierabend-Discord. Oha, eine kleine Karausche. Naja, aber Giebel und Karauschen auf Weißbrot ist halt standardmäßig. Und wie gesagt, im Discord findest du zum einen im Forumsbereich, wo die aktuellen Spots sind, und natürlich, wie gerade schon gesagt, im Spot-Archiv jede Menge alte Spots, einfach immer wieder alte Spots testen mit diesen Ködern und dann eben versuchen, hier einen Giebel zu fangen auf Stippe. Das Ganze, ja, ist schon ein bisschen eine Challenge. Und noch gehakt. Und die größte Challenge wird einfach das Gewicht. Oh, nochmal eine Karausche, 1,2 Kilo immerhin, war jetzt für die Route kein Problem. Um die Chancen zu erhöhen, sollten wir natürlich beim Giebel- und Karauschenangeln natürlich auch die Futtermische herstellen. Fürs Giebel- und Karauschenangeln, die kann man ja relativ früh auch schon herstellen. Von daher verwenden wir die natürlich auch, sobald wir können. Ohne Futtermische könnte es ein bisschen schwierig werden. Ich hatte auch hier schon etwas angefüttert. Also das sollte man schon machen. Umso mehr beeinflusst man eben den Spot dahingehend, dass eben Giebel und Karauschen da sind. So, irgendwas Kleines zuppelt die gerade. Ich glaube schon wieder eher eine Karausche. Denn die machen immer so einen Hebebiss. Oder was haben wir hier? Eine olle Brasse. Oha. Die ollen Brassen, die wollen wir natürlich nicht. Also gucken wir schnell rein in die Futtermische, damit wir den Spot hier noch besser beeinflussen können. Angelfuttermische, hier haben wir es. Groundbait, die ganz normalen Basisgeschichten hier und jetzt Giebel und Karausche.
ganz, ganz simpel. Also das wäre die Original-Futtermische, einfach nur mit Biskuit, Hirsebrei und Sonnenblumenöl. Sehr neutral das Ganze, also gar nicht so wahnsinnig spannend. Das lädt natürlich auch dazu ein, dass man Biskuit nimmt, Hirsebrei und dann je nach Köder nimmt man vielleicht noch irgendwas Milchiges für Quark mit rein oder Knoblauch mit rein oder Honig mit rein und so weiter, je nachdem welchen Köder du probierst auf der Stippe und dann gib ihm. Durchaus eine andere Möglichkeit wäre es natürlich auch hier mit dem Tauwurm das zu probieren, denn auch da ballern immer mal wieder natürlich ganz gut die Giebel rein in Trophy-Größe. Also auch durchaus eine Möglichkeit. 12er Haken ist da ja Minimum und da wir ja eh die ganz großen haben wollen, bleiben wir am besten hier auch mit einem, nicht gehakt, mit einem 1er Haken groß und mit einem Tauwurm hier. So, direkt nochmal auswerfen. Und dann hoffen wir, dass dann damit eben die ganz, ganz dicken Brocken reingehen. Über 2 Kilo wird wirklich schwierig. Und da geht das Gezuppel los. Ich hoffe, der Fisch hakt hier. Ich bin ein wenig aus der Übung mit der Stippe. Wird also langsam mal wieder Zeit hier für solche Aufgaben, damit man sich da einfach auch mal wieder ranwagt ans Stippen. Na, langes Gezuppel. Und da schießt er runter. Und natürlich nicht gehakt. Oha, also ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Übung. Das heißt, ich mache jetzt hier schon mal weiter, damit das dann zum 1.12. rechtzeitig auch wieder gut funktioniert. Ich denke, ich werde aber trotzdem auch noch mal vielleicht ein bisschen umändern. Nehmen wir mal hier einen Quarkteig zum Beispiel und dann locker auswerfen. Ich habe jetzt hier gerade 1 Meter Tiefe gewählt. Die ganzen Belohnungen und Preise, das findest du im RF4 Discord. Genauso muss man ja dort dann auch sein Fang posten. Also da muss man natürlich dann angemeldet sein. Von daher direkt mal reinschauen. Wie gerade schon gesagt, es ist alles unter dem Video verlinkt. Ja, und wenn ihr Bock habt, schließt euch einfach zusammen, auch im Feierabend-Discord, diskutiert die aktuellen Spots. Wie gesagt, jeden Tag ab 10 Uhr morgens geht's dann da los. So viel zu der Giebelaufgabe. Toi, toi, toi. Viel Erfolg, dass es bei dir funktioniert. Petri, bis zum nächsten Mal.